but I'm asking him questions to see if he's telling the truth or lying, because a lot of guys in this industry lie a lot. Servus Leute, mein Name ist Proteinpulver und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal vom fucking Muscle Beach in Miami. Die Sonne scheint halbwegs und ich dachte mir deswegen, es muss ein Workout am Muscle Beach geben. Ich werde euch den Jungs und Mädels mal zeigen, wie man hier so richtig geil Auto trainiert. Ihr seid mit dabei, deshalb viel Spaß beim Video. Zwischendurch werde ich vielleicht auch noch mal ein paar Leute befragen, wieso die überhaupt hier trainieren und nicht im Gym, auch wenn das Wetter jetzt nicht so geil ist. Weil, naja, wenn man ein Gym zur Verfügung hat, wieso auch Auto trainieren, werden wir aber heute auch ein bisschen herausfinden. Ansonsten die Mädels sind auch am Start, die drehen heute auch ein schönes Video und ich werde mal schauen, was ich hier so finden kann, um meine stählernen Muskeln ein bisschen zu pushen. Heute ist übrigens Push-Day, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Lass mal schauen, ob ich hier irgendwas finde. Ansonsten sieht man hier, zeige ich mal kurz, ein paar Racks. Da sind so ein paar Bänke, wo man auch was trainieren kann da hinten für Dips, Klimmzüge und so weiter, alles mögliche. Ansonsten hier auch noch ein paar Racks und hier drinnen in diesem Ding gibt es sogar noch mal Gewichtsscheiben, ein paar Hanteln, Kettlebells und hier habe ich auch natürlich wie immer mein Essen mit dabei und in Sicherheit gebracht, damit das im Schatten auch nicht so heiß wird und eventuell der Proteinriegel, den ich nachher verspeisen werde, nicht schmilzt. Was allerdings nicht so geil ist, das Warm-up hier. Ich kann mich halt wenig an den Rotatoren irgendwie aufwärmen. Ansonsten natürlich nur an den Übungen selbst und ich habe kein Laufband. Das heißt, irgendwie muss ich dann in Gang kommen. Deshalb mache ich ein paar Kniehochsprünge oder wie auch immer das heißt. Meine Haare, ich weiß, die werden an dem ganzen Video absolut beschissen aussehen, weil etwas Wind geht, aber was soll's. Und dann starte ich, denke ich, heute mit ein paar Dips. Mal schauen, ob ich hier irgendwie noch Gewicht dranhängen kann. Aber ich fühle mich ready. Wetter ist geil, kann man schön loslegen. Ich dachte mir, ich frage jetzt gleich mal die erste Person. You're from New York, right? Yeah, from New York. What's your reason to work out here at the beach? Are you come here regularly? Sometimes, yeah, when I'm in town. Okay. But do you think it's the best way to work out here, or you usually go to a gym? No, because you're outdoors. You're outdoors and people are super cool here and they help you train and you meet cool people. Yeah, and there's actually a lot of people training here, right? Yeah, a lot of people training. It's a good time, late morning or early afternoon. Okay, that's cool. Beautiful out. I like it also very much until now, so let's see. And at the gym, it's like every other gym everywhere. Yeah, it's a special place. That's right, that's right. Okay, let's get working. Wie lange braucht ihr die Bank noch? Ich bin nicht die Trainerin. Leonie, was sagst du? Also mindestens 20 Minuten. Da muss man ja echt auf eine Bank warten, unglaublich. Ne? Ich schaue mich mal um. Ja, die müssen auch ihr Gains sehen, das stimmt schon. Ein bisschen Chest Gains schaden nie. Aber ich muss auch ein paar Gains machen. Der Bodybuilder muss hier trainieren. Deshalb mal schauen, ob ich hier noch eine andere Bank finde. Ich habe jetzt hier einfach eine auf Deutschen gemacht, Bank reserviert. Jetzt brauche ich nur noch eine Stange. Ich glaube, die kann man sich... Ah, da ist sogar eine. Chillig, alles vor der Nase. Jetzt schauen wir mal, wie viel Gewicht hier am Strand gedrückt werden kann. Der einzige Kack ist, ich muss die ganzen Gewichte von drinnen holen. Aber wird schon. Okay, das Gewicht ist gleich. Es hat sich angefühlt, als hätte ich auf der rechten Seite locker 10 Kilo mehr drauf. Alter, immer noch. Keine Ahnung, ob ich komplett schief bin oder sonst was. Naja, aber ansonsten hat sich das Gewicht vorhin richtig leicht angefühlt, jetzt dafür eher weniger. Ich will die 140 hier auf jeden Fall auch mal drücken, mit die 142,8 oder so sind das ja in Pounds. 315 Pounds, glaube ich. Dann schauen wir, was der Junge hier am Strand so leisten kann. Ich habe jetzt sogar noch mal 5 Pounds extra, also das ist 325, das heißt irgendwie, keine Ahnung, 147 Kilo oder so. Also 45, 45, 25, 25. Die Stange wiegt auch 45 Pounds, kann man sich ausrechnen. Das beide auf beiden Seiten. Und dann... ab geht die Post. Ich glaube, das wird aber gut schwer. Shit. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen weibliche Unterstützung geholt. Und hopp. Ja. Perfekt. Come on. Easy. Come on. Come on. Come on. Push, push. Eieiei. Das fühlt... Ja, du musst anfeuern. Das hat sich so schief an. Fühlt sich bei euch auch so schief an? Nee, aber es fühlt sich bei mir recht so an, als wäre 10 Kilo mehr drauf. Ich glaube, die Bank steht irgendwie komplett schief. Aber was will man machen? Ein paar Sätze. Jetzt ballern wir, glaube ich, noch ein paar Butterflies raus und dann reicht es erstmal mit der Brust. Also irgendwas hatte die Bank auf jeden Fall, weil keine Ahnung, wieso sich das so schief angefühlt hat. Oder die Stange, keine Ahnung. Oder ich bin einfach ein dummer Vollidiot. Aber was soll's. Das Wetter wird langsam besser. Es wird deutlich wärmer, richtig geil. Und was mir auch aufgefallen ist, sehen die Leute so offen in Amerika. Also du bist eigentlich von jedem angesprochen. Woher bist du? Was machst du so? Gib mir mal dein Instagram und so. Also es ist eigentlich echt krass. Hat man in Deutschland sonst nicht. Da schauen einfach alle nur dumm oder keine Ahnung, böse an. Und hier spricht jeder jeden an. Das ist richtig nice. Sehr, sehr offen. Feiere ich auf jeden Fall diese Mentalität. Ansonsten habe ich mir jetzt hier wieder die 45 Pounds geschnappt. Mache ein paar Butterflies. Mal schauen, ob die zu schwer sind. Aber ich glaube, das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Was schon mal top ist, die Griffe sind bei beiden komplett unterschiedlich. Optimal. Wie Arnold damals. Oh yeah. Aber es ist auf jeden Fall schwer. Puh.
Also ich glaube, davon kriege ich echt guten Muskelkater. Stabil. Und ja, ich feiere es eigentlich mittlerweile, immer wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich bin immer im Stimmen, habe immer wieder Maschine oder alles geführt, dann immer wieder mal draußen zu sein oder zum Beispiel mal ein Homeworkout anzubauen, feiere ich persönlich selbst. Also ich bin jetzt nicht so der klassische stumpfe Bodybuilder, eigentlich schon. Also bin natürlich bequem, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt schon einmal hier bin, trainiere ich auch mal draußen. Die anderen beiden, zum Beispiel Manuel und Kai, sind ins Gym zurückgegangen, aber ich dachte mir, wie gesagt, wenn ich schon einmal hier bin, die geile Atmosphäre mitnehmen kann, ganz für euch aufnehmen kann, dann mache ich das. Deshalb mache ich das auch. Entschuldigt meine Haare, aber bei dem naturalen Wind hier kann ich definitiv anstellen. Jetzt geht's weiter. Ein bisschen Seitheben, 45 Pounds pro Seite und dann Seitheben wie die Scheiße. Dieses naturale Naturtraining habe ich schon ein bisschen vermisst. Schulterrücken im Stehen hat krank geballt. Digga, meine Schultern fühlen sich so heftig aufgepumpt an, ist nicht normal. Jetzt mal ein bisschen Seitheben und damit hier schon bei Trizeps und wahrscheinlich Squats. Aber mal schauen, ob ich hier noch einige Leute ein bisschen nerven kann. Ich denke nämlich schon. Yeah, make sure you look good, get that pump. I need to do my sets, yeah. Wir haben wieder The Ripper getroffen. You're here every day, right? What are you training? Doing every day the same kind of workouts, like always full body? Full body every day, total body. Full body, okay. Total body. Wir haben gerade darüber geredet, dass er sagt, dass wir beide Ektomorphs sind und einfach mal skinny geboren sind und ich sozusagen meinen Körpertypen verändert habe und jetzt kein Ektomorph mehr bin, sondern irgendwas von außen zugeführt haben muss, um so auszusehen. You said we were both ectomorphs and I took something that made me or put me out of my actual frame, right? Okay. You said that you were skinny growing up. So I was skinny growing up and he said that he was skinny growing up. So my question was, how long you been working out? He said, since he was 14, 15. Yeah. He's now 22. I said, okay. So I'm just calculating time. I asked him, how many days a week you work out? 6. 6. I say, how many hours? 2. About 2 hours. So I said, okay, for you to be an ectomorph and to get this, now this is not to try to diminish anybody or like destroy their credibility, but I like having honest, real conversations. I don't like lying and not having integrity when I speak. Otherwise, I'm not gonna talk to you. So when I asked him that, I said, okay, for you to be an ectomorph genetically, and then to be this massive, which he looked good, but I'm asking him questions to see if he's telling the truth or lying, because a lot of guys in this industry lie a lot. It's about taking steroids and a lot of chemicals, and if you take it, just admit it. It's 2022, you don't gotta lie about it. It's pretty popular. Now, if you're natural, you're the exception. But I'm saying if you're gonna take steroids, then just admit it, don't lie about it. So I'm not trying to discredit what I was asking him questions to see if he was, you know, just to put the pieces together. So yeah, but the conversation we had was basically about his body frame, his body type. If you're a natural ectomorph, then you don't put on mass in 7 years like that. Especially at 22. If you start at 15 and you're 22, it takes a long time to put on this kind of mass. So I felt like he was lying because you don't put on mass that quick. It takes years. Some people never put on mass like this as ectomorphs. Yeah. If you're a mesomorph or endomorph, that's different. But the ectomorph is the skinny body type. The mesomorph is the one in the middle, the big, kind of and thick in the middle. The endomorph is the naturally big guys, big frame. We're both ectomorphs, but you look, face this way. You see our bodies, right? Yeah. Now, like you our see, shoulder to waist ratio. Turn this way. No, face that way. Face that way. Now, you see the volume, the girth, and the width of his physique. We're both ectomorphs. Now, I've been training 20 years. He's been training 7. So it just didn't add up to me that he was natural. So those are the questions I was asking. A lot of people, you can tell me out of your mouth what you're doing, but you could be lying. So now we got to calculate time in science, because I don't go off what most people say, because most people lie. So now we got to use science to determine if you're lying or not. That's why dialogues are so important, because most guys feel embarrassed about it. You know, not that you feel embarrassed about it, but most guys feel embarrassed about taking steroids because they don't want to admit it, because they feel like it'll destroy their credibility, especially if you have a following as big as him. They'll feel as though they're destroying their credibility. So, yeah, go ahead. I'm just explaining in German. Like, also was er versucht zu sagen ist, dass wir ausgehend von Ektomorphs, also generell von den Körpertypen, er sagt, es gibt 3 Körpertypen, die im Prinzip festlegen, wie viel Masse man zunehmen kann. Dass ich in den 7 Jahren es unmöglich schaffe, diese Masse zuzunehmen.
Aber wenn man sich klar die Muskelmasse, die ich zugenommen habe, einfach mal ausrechnet, aufs Jahr runtergerechnet, ist es natürlich durchaus möglich. Aber er sagt jetzt, dass ich nicht ehrlich zu ihm war und auch nicht ehrlich zu euch bin und die ganze Zeit einfach nur lüge. Aber wie soll ich euch 6 Jahre lang irgendwas vorlügen? Ihr könnt 6 Jahre lang meinen Progress auf Instagram sehen. Und deswegen ist es da schwer, irgendwie was zu lügen, dass ich irgendwann mal angefangen habe zu juicen. Und 7 Jahre Training ist nun mal, dass man in den ersten paar Jahren die meisten Gains macht und dann einfach gut aussieht. Und egal wie lange man trainiert, es wird von Jahr zu Jahr nicht mehr so viel krasser. Man sieht ja, jetzt in den letzten 2 Jahren habe ich vielleicht noch mal gut Gains gemacht, aber jetzt noch mal weiter gute Muskeln aufzubauen, ist definitiv schwer. Klar, ich trainiert 20 Jahre, aber jetzt auch nicht die ganze Zeit Muskelaufbautraining. You always doing calisthenics type of training, right? I do. Or you started with bodybuilding? Well, I train between, first, your comments in the last video was saying my legs were skinny. So Yeah, I want to see your squat later. We will, but check. Look, I want you to zoom down on the camera. Let me show you. Look. Okay. Let me show. Let me flex my legs real quick. Okay. You see? But they're shredded. Yeah, they're shredded. You see the definition? In my legs, they're not skinny. They're just. I'm a V taper. I'm a V taper, so they're not skinny legs. They're just a V taper. Yeah. But let me get back to my point. So look, I train. I train between 4 and 6 hours a day. But do you think more training equals more muscle, or in general more success? Say it again. Do you think more training equals more success or more muscles? Well, because my approach is usually less is more. Like training like the body part several times a week, but in a training session not that many exercises, for example. Like I always do like 2 shoulder exercises, but 4 sets, that's it, and that's 3 times a week. Okay. Well, it depends on what you're trying to do, because you know it's a lot of people who can run 20 miles a day. But some people may want to run 20 miles a day, but they only can run 5. Yeah. So it's all about how you condition your body. I can train 2 hours on calisthenics, then do 2 hours on the weights, then go back to weighted calisthenics for 2 hours, which is a 6-hour workout session. Yeah. Most people can't do that and don't want to do it. But I'm able to because I've built my body to that point. Yeah. But that doesn't mean what you're doing is wrong either. Of course. But we're just calculating math. That's why we had that last video over there. We had a controversial conversation because it was really to educate the followers, but to still have that integrity. Of course, if 2 opinions crash at each other, of course you can't like be always at the same point. You know what I mean? So yeah, but no, we're gonna work out again later. Do another video where we work out together. But yeah, we just wanted to put in perspective because a lot of people had questions in that last video about, well, how do you know if someone's natural or not, or how can you tell? Well, certain questions can answer that, you know, but we got to have a truthful dialogue. We're not going to start off lying. You see what I'm saying? Because then we're not going anywhere. Yeah. Just be honest, be truthful, have integrity. That's what people lack in this world today, is lack of character and integrity. Because you don't have to start off lying. Just tell the truth. What you scared of? You know what I'm saying? You're going to hurt your brand lying, though, because the truth going to come out eventually. You see, so just be honest. Like a lot of guys think I'm lying about 1 meal a day. They think I don't eat 1 meal a day. But see, that can be proven. I don't have to lie about eating 1 meal a day. I can prove to you that I eat 1 meal a day. Yeah, so we're gonna work out again. Let's get to it. We getting cold, so let's get to it. We have to work out. Okay, und wenn ihr auch so wie ich unterwegs am Strand seid, eure Haare komplett im Arsch sind und ihr einen geilen Snack braucht, No Way Bar. Mittlerweile 5 unterschiedliche. Der No Way Bar Joker ist sogar komplett klimaneutral. Sprich, alles, was bei der Herstellung an CO2 ausgestoßen wird dann wieder komplett ausgeglichen und somit eben komplett klimaneutral produziert. Das Geile ist, wir haben 5 unterschiedliche vegane Riegel mittlerweile. Jeder gibt 10% Rabatt beim Kauf einer Packung, plus ihr kriegt einen gratis Exklusiv von top. Das wird unbedingt den Link in der Beschreibung abchecken. Ich gönne mir jetzt ein bisschen und euch nochmal viel Spaß beim weiteren Video. Okay Leute, also ihr habt es gehört. Auf jeden Fall auch meine andere Ansichtsweise. Er hat auch gemeint, I'm just explaining like what you said. Er hat gesagt, weil ich am Anfang nicht ehrlich zu ihm war, weil er mit Naturalität meint, dass man auch keine Supplements und keine Kreatin und generell alles nicht nimmt. Also dass ich ihn da angelogen hätte. Aber normal in Deutschland, Österreich, Europa ist natural, wenn man keine Performance-Enhancing Drugs nimmt. Das heißt keine Steroide, keine Salms, keine sonst was, und dann nehme ich auch nach wie vor nicht. Sondern was er halt gemeint hat, einfach alles. Also wenn du alles, was synthetisch hergestellt ist, zu dir nimmst, bist du nicht mehr nerdy. Also bin ich halt offiziell in seinen Augen zumindest nicht nerdy. Aber wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. War auf jeden Fall wieder mal ein interessantes Gespräch. Ich wurde während der Training gut angesprochen. Der trainiert ja noch ein bisschen. Ich lasse ihn dann ein paar Squats machen und mal schauen, was er so drauf hat noch. Also auf jeden Fall jedes Mal lustig. Okay, ich habe mich jetzt schon mal aufgegeben. Starte einfach mal mit den Squats. Das sind 45, 25, 25. Also 95 pro Seite, 190 und 45 sind 40, 100, 235 Pounds? Ja, okay. 235 glaube ich. Also. Mal schauen, ich mache einfach mal ein paar Squats.
Same weight without warming up? Without warming up. Okay, okay. Rücken sieht schon mal stabil aus. Back looks good, man. Shit. Das ist stabil. Okay. Good half reps. This shit too light. Too light. You have to good. touch with your ass to stand, you know? You have to touch the beach with your ass. All the way down? Yeah, all the way. But see, you notice I didn't hold it. It's harder. Yeah, of course. As long as you go past the seat level, like here, Yeah, past seat level, and then come up and squeeze. of course, man. That's the important Okay. part. So he's actually pretty strong. Mm. Yeah, now he's trained legs, huh? You see? Now every day leg day. Yeah, boy. Läuft. His legs skinny. You saw the comments, he need to put 1 meal a day on them legs. Like, okay, 1 meal a day on the legs. come out here and work out, you'll see. Okay Leute, das war auf jeden Fall wieder mal eine sehr interessante Session hier am Miami Muscle Beach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, aber nicht vergessen, checkt den Link in der Beschreibung ab, um zum Beispiel so ein kleines Exclusive gratis zu bekommen. Ansonsten meine Favorite Subs habt ihr sowieso immer in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Deutschland wahrscheinlich wieder. Bis dann, ciao, ciao.